So, da steht dann mein guter Volga. Getriebe ist einmal alles komplett gemacht. Das Kupplungsausreglager ist gemacht. Und wir haben jetzt noch die Arbeit, wir müssen uns noch um das Antifreeze kümmern. Und die Zylinderkopfdeckeldichtung und die Ölwannendichtung. Und dann ist er einsatzbereit. Das heißt, heute und morgen haben wir noch zu tun. Und übermorgen werde ich wahrscheinlich meine Heimreise starten. So, Reparatur am Volga. Die Kopfdeckeldichtung haben wir gewechselt. Die alte Drecksau. Vollkommen eingerissen. Die neue sitzt schon. Jetzt werden wir uns hier um diese Seitendichtung kümmern. Und dann bauen wir alles wieder zusammen. Und dann ist der Volga einsatzbereit. Bisschen Antifreeze auffüllen, Öl auffüllen. Vielleicht geht es morgen früh los. So, hört bitte nach. Mein Volga ist einsatzbereit. Habe mir noch eine Handyhalterung besorgt für die Fahrt. Und jetzt heißt es Abschied Bagdarino. Meine Fahrt geht los. Ich habe noch einen kurzen Stopp gemacht. Wer die alten Videos kennt, hier habe ich mal gewohnt. Ich werde noch bei dem neuen Hausbesitzer einige Sachen von mir abholen, die hier noch rumliegen. Ist nicht viel, da kommt in 5 Minuten. Und dann geht die wilde Reise über die tolle Straße Richtung Ulan-Ude los. Ich werde mal versuchen, für euch ein paar Videos zu machen unterwegs, aber versprechen kann ich es nicht. Handyhalterung habe ich mir besorgt. Das Wetter ist ideal. Mal schauen, was wird. So, jetzt geht's nach Hause. Alles erledigt, vollgetankt, 30 Liter, Essen gekauft. Alle meine Sachen, was ich noch hier gehabt habe, bei Bekannten, beim neuen Hausbesitzer und auf meiner ehemaligen Arbeitsstelle, ist im Volga verstaut. Und jetzt geht's los, die ersten 650 Kilometer in Richtung Ulan-Ude. So, ich nehme euch noch ein bisschen mit auf die Reise. Ich hoffe, die Kamera macht gute Aufnahmen. Ich habe extra einen Halter dafür besorgt. Ich bin jetzt auf der Strecke Bagdarin-Ulan-Ude. Auf den ersten 60 Kilometern habe ich noch Asphalt. Und dann kommt die besondere Schotterpiste. Wetter, wie ihr seht, ist genial. Ist fast schon der Sommer angekommen bei uns hier. Wir haben etwa 22 Grad in der Sonne. Ich kann mich mal überraschen lassen, wie es nachts wird. So, ich fange ein bisschen was für euch ein. Ich bin jetzt kurz vor Romanovka, meinem ersten Ziel. Aber wie ihr seht, ist die Straße im Zustand, wo man lieber nicht mit dem Auto lang fahren möchte. Zumindest nicht mit dem Volga. Absolut ätzend. Mal schauen, ob ich mich hier irgendwie ohne Aufsitzen durchmogeln kann mit dem guten alten Stück. Weil Aufsitzen will ich nicht unbedingt und einen Stein irgendwo unten drunter haben. Das macht absolut keinen Spaß. Dann habe ich sozusagen, wenn ich Romanovka geschafft habe, die erste Etappe von 165 Kilometern geschafft. Dort will ich ein bisschen nachtanken, ein paar Liter. Und den Imbiss machen. Mal schauen, ob ich da für euch ein Video machen kann. Und dann ist mein nächstes Etappenziel Chorinsk. Mal schauen, wann ich da ankomme. Mein Plan, dass ich eigentlich morgen im Laufe des Vormittags in Ulan-Ude ankomme. Mich vielleicht, wenn die Zeit ist, mich mit Lukas treffen kann. Kann das Video machen. Dann will ich Ölkontrolle machen, sowieso noch in Romanovka. Und also bei jedem Stopp Ölkontrolle, Kühlmittelkontrolle. Bis jetzt läuft der Volga einwandfrei, ohne Probleme. Aber Kontrolle ist besser als Nachsicht. Ja, und warum bin ich so blitzplatz losgefahren? Ich will mich pünktlich treffen können, dass wir pünktlich in Krasnojarsk ankommen, damit wir dort noch einen halben Tag ausruhen können. Ansonsten klappt das nicht. Mal schauen, wie die Fahrt wird. Das ist das schlimmste Stück, was ich jetzt habe. Na komm, Volga. Und ich denke mal, nach Romanovka müsste es ein bisschen besser werden als hier. Diese Katastrophenschlacht. Ich habe schon einige Stück hinter mir jetzt von Bagdarin. Aber auf das Stück war ich nicht eingestellt. Das hatte ich vergessen.
ist eher was für Offroad-Fans. Also der Lada Niva hat eher weniger Probleme. Ich muss ja höllisch aufpassen, ich habe absolut keine Lust, einen Aufsitzer zu haben. Vielleicht noch einen Steinschlag unten rein, einen Motorblock oder Getriebe. Das muss ich nicht haben. Sondern lieber langsam und mit Bedacht. So, jetzt habe ich das Dörfchen Romanovka erreicht. Ihr kennt das aus dem ersten Video, aus dem vorhergehenden mit der Busreise. Diesmal mit Volga. Ich habe sozusagen jetzt die ersten 165 Kilometer geschafft. Jetzt ist mein erstes Ziel Tankstelle. Wo soll ich fragen, welcher Weg ist besser befahrbar? Chita oder Ulan-Ude? Chita kenne ich einigermaßen. Da hätte ich noch 80 Kilometer Streckenpiste. Dann habe ich halbwegs guten Asphalt. Ulan-Ude runter kenne ich auch. Und etwa noch 270 Kilometer Dreckspiste. Und dann kommt halbwegs Asphalt. Deswegen will ich jetzt wissen, wie der Straßenzustand ist, an der Tankstelle und am Imbiss. Dann werde ich entscheiden, ob ich den Umweg über Chita besser fahre. Einfach aus Gründen der Sicherheit. Ich will meinen Volga nicht aufsitzen lassen irgendwo und dann Probleme bekommen. Oder ob ich den Weg abkürzen kann und die Piste nach Ulan-Ude nehme. Das werde ich jetzt in den nächsten 10 Minuten entscheiden, was dabei rauskommt. Genießt noch ein bisschen die Aussicht aufs Dörfchen. Hier bin ich so oft lang gefahren, das kann man nicht beschreiben. Hat doch ein bisschen Heimweh nach Bagdarin, muss ich sagen. Oh, die cool dort oben zu leben. Aber egal. Das Familienwohl steht über meinen Wünschen. Jetzt erreicht man gleich die Brücke. Und dann haben wir in etwa 1 Kilometer die Tankstelle erreicht. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich kann das Mikrofon nicht benutzen. Da muss ich mit Juri erstmal experimentieren, wie man da die Lautstärke regeln kann. So, Stahlbrücke. Über den Reka Itim. In 300 meters, turn right. Entschuldigt, mein Navi quatscht. Mein Tacho funktioniert nicht, ich brauche das Navigationssystem für die Geschwindigkeitsregulierung. In 100 meters, turn right. So, jetzt kommt gleich die Tankstelle. Turn right. Ui. In 150 meters, turn left. Turn left. Ach, halt die Schnauze, Navi. Das nervt. Continue for 124 kilometers. Uah! Das war eine Bodenwelle. So, jetzt habe ich es gleich geschafft. Jetzt mache ich erstmal Pause. Voll tanken und essen gehen. So, da rechts ist der Imbiss. Da halte ich gleich an. Aber erstmal tanken. Das Auto versorgt ist.
left. So, erstes Etappenziel, Tankstelle. Bis später. So, kleine Außenaufnahme für euch. Da ist mein guter Volga. Wird voll betankt. Und da hinten ist der Imbiss. Da will ich essen fahren. Hat sich gut geschlagen, der gute alte Prometheus. So, Fragerunde ist beendet an der Tankstelle. Ich habe getankt. 12,8 Liter. Für die knappen, was waren es jetzt? Laut Gabbel-Giss 170 Kilometer. Kann man nicht meckern bei dem Straßenzustand. Continue for Und die Tankstellendame 123 hat mir kilometers. gesagt, dass der Weg Ulan-Ude wesentlich im besseren Zustand ist als Ciutat momentan. Also werde ich Richtung Ulan-Ude weiterfahren, nachdem ich mich in dem leckeren Imbiss hier gestärkt habe. Jetzt habe ich erstmal 10 Minuten Pause am Imbiss. So, ich habe mir schmecken lassen. Lachmann, wie immer, meine Lieblingssuppe. Ein bisschen Brot, ein Käffchen mit Milch und den Salat. Jetzt geht's weiter und ihr seht, es wird schon ein bisschen dunkel hier. Das heißt, ich kann euch jetzt die nächsten Stunden und Kilometer nicht mehr mit Video auf die Reise mitnehmen. In etwa einer Stunde ist es hier finster wie im Bärenarsch. Da macht es keinen Sinn, Videos zu machen. Ich hoffe, dass ich nach einer Stunde auf dem schlimmen Streckenabschnitt durch bin. Die haben mir gesagt, etwa 80 Kilometer sind scheiße. Ich hoffe, ich schaffe das. Und dann bin ich auf dem Stück Richtung Horynsk runter. Horynsk werde ich etwa Mitternacht ankommen. Und dort mache ich ein langes Schläfchen bis früh in die Morgenstunden. Und dann mache ich die letzte Etappe rein bis Ulan-Ude. Mal schauen, wie ich Laune habe, wie ich fahren werde. Ob ich dann morgen Vormittag oder morgen früh wieder die Kamera einschalte. Auf jeden Fall, wenn Tageslicht ist und ich fahre, schalte ich sie wieder ein für euch und mache weiter. Jetzt aber erstmal muss ich mich in diesem Videoabschnitt an dem heutigen Tag von euch verabschieden. Bis zum nächsten. So, ein bisschen kann ich noch erzählen von der Technik, Freunde. Also mein Volga hat den 2,4 Liter Vergasermotor und hat keinerlei Elektronik, irgendwelchen Schnickschnack. Und das liebe ich auch so sehr an dem Auto. Ich brauche diesen ganzen elektronischen Füllefanz nicht. Die Karosserie ist im super guten Zustand und insgesamt hat er original jetzt 84.000 Kilometer auf dem Tacho. Mehr hat er nicht. Also Motor, Getriebe sind jetzt nach den Reparaturen fast wie im fast im Neuzustand. Keine große Abnutzung. Zündkerzen haben wir auch neu gemacht, hatte ich vergessen. Die haben wir damals schon neu gemacht, kurz nach dem Kauf. Luftfilter haben wir festgestellt, das war alles schon okay. Zündkabel genauso. Und vom Verbrauch her, ich habe einen 5-Gang-Getriebe, also das ist schon etwas die modernere Variante Volga. Die alte Variante hat nur 4-Gang, der hat 5-Gang. Und deswegen fährt er auch verbrauchsmäßig wesentlich günstiger als der mit 4-Gang, ist klar. So, von der Bequemlichkeit her kann man den mit dem alten Mercedes-Schiff vergleichen. Also ist ein sehr angenehmes Fahren, man sitzt sehr weich in den Sitzen. Und ja, aus den vielen, auf mancher nostalgischen Gründen, liebe ich einfach dieses alte Auto. Und der Sinn der Sache ist eigentlich der, dass wir dann mit Sohnemann an dem Auto schrauben und basteln wollen. Der soll wieder 1:1 nach Möglichkeit im technischen Zustand wieder auferstehen wie am ersten Tag aus dem Werk. Wird zwar schwierig werden wegen einigen Ersatzteilen, aber das Gröbste, was wir brauchen, kriegen wir. Und wenn ein paar Kleinteile nicht zu kriegen sind, naja, dann müssen wir auf neuere Varianten ausweichen. Das ist auch kein Drama. Aber das ist so nochmal zum Volga zu sagen. Insgesamt habe ich jetzt noch laut Gabbel-Giss 425 Kilometer bis zum Stadtkern, bis zur Stadtmitte vor mir. Jetzt habe ich noch ein ganzes Stück Asphalt, relativ gute Straße. Etwa 25 Kilometer habe ich jetzt Asphalt. Und dann kommen etwa 80 Kilometer Dreckspiste. Und danach kommt Straße, die man fahren kann. Abwechselnd neuer, fast Autobahnasphalt. Abwechselnd mit aber richtig glatt gehobelter und glatt gezogener Schotterpiste. Habe mich genau erkundigt im Imbiss nochmal bei 2 Kraftfahrern, die da Pause gemacht haben. Die haben gesagt, die Strecke ist wesentlich besser und
nach dem Winter wesentlich besser repariert worden als die Strecke nach Chita runter. Und da habe ich den kürzeren Weg. Da habe ich mich entschieden, ich fahre die Strecke. Ich denke mal, dass ich in der Ortschaft Chorinz heute Nacht Pause machen werde, schlafen werde. So habe ich es geplant zumindest. So 4-5 Stunden schlafen und dann in den Morgenstunden so zwischen 7 und 8 Uhr. Wahrscheinlich um 8 Uhr werde ich dort in den Imbiss gehen, das Frühstück machen. Da ist ein guter Mampftempel für mich, den kenne ich. Tankstelle ist auch vorhanden, nochmal nachtanken. Und dann mache ich meine Reise weiter Richtung Ulan-Ude. Ulan-Ude habe ich ein paar Aufgaben. Ich muss meinen Dachgepäckträger besorgen, ein bisschen Scotch-Klebeband und ein paar Spannriemen, weil ich will im Auto aufräumen und Platz machen, dass Juri dann hier sitzen kann. Das ist ja alles voll gestapelt. Und dann geht die Fahrt weiter Richtung Slodanka mit Treffen mit Juri. Das war es jetzt für heute für euch. Ich melde mich dann in den Morgenstunden morgen wieder bei euch. So, ich habe mal spontan entschieden, ich mache noch ein kleines Video für euch. Ich habe die nächste Ortschaft erreicht, Isenga. Jetzt habe ich ein bisschen Asphalt und kann ich so ruhig fahren. Das Dumme ist aber, ich habe hier richtig schön Regen bekommen. Na egal, ich fahre trotzdem noch ein Stück bis Chorinz, will ich es noch schaffen. Genießt die Atmosphäre bei Nacht, falls man was sehen kann. Ich hoffe, dass es einigermaßen wird, trotz Regen. Ist ein kleines Dorf, so etwa so groß wie Bagdarin, zentrales Dorf, deswegen hier die Straßen auch schön beleuchtet und relativ guter Asphalt, aber nur das kurze Stück bis zum Ortsausgang, dann kommt wieder schlechte Piste. Da habe ich noch etwa 20-25 Kilometer von der schlechte Piste und dann kommt die Strecke. Ja, und ich muss ja langsam fahren, hier ist 40. Ich habe hier die Lust, dass mich die Kameras noch tatzen. Das war die Brücke über den Dorfbach. Und jetzt bin ich gleich aus dem Dorf raus. So, bis zum nächsten Videoclip. Ein gute Nacht Gruß. Ich habe den Ort Chorinz erreicht. Ich habe es bei mir 0 Uhr. Auch kurz danach, kurz nach 0 Uhr. Ich kann die Uhr kaum erkennen. 0 Uhr und 25. Jetzt werde ich am Ortsausgang ist eine Tankstelle in der Rosneft. Dort werde ich ranfahren, voll tanken. Dann werde ich etwas schlafen. Und dann bleiben wir noch etwa 170 Kilometer etwa bis Ulan-Ude. Guten Morgen allerseits. Ich habe ausgeschlafen. Etwa 5,5 Stunden geschlafen im Auto. Ganz gut. Chorinz bin ich durch. Ich habe jetzt noch etwa 80 Kilometer bis nach Ulan-Ude rein ins Stadtzentrum. Dort will ich in ein Magazin, in ein Geschäft, wo man Autozubehör bekommt. Ich hoffe, ich bekomme dort preisgünstig ein Dachgepäckträgersystem, dass ich das Auto aufräumen kann, damit dann ab Slodanka Juri neben mir sitzen kann. Ui! Weil so momentan, wie es hier aussieht, ist das unmöglich.
Und dann geht meine Fahrt auch gleich weiter Richtung Lukas. Den muss ich aber noch anrufen. Mal schauen, wenn er da ist, fahre ich vorbei. Dann machen wir doch ein schönes Video für euch. Und wenn nicht, vertagen wir das auf andermal. Wenn nicht, dann fahre ich sofort weiter Richtung Studanka. Da werde ich dann wahrscheinlich heute am späten Nachmittag bei guten Straßenbedingungen am Baikalsee ankommen. Ja, ansonsten seht ihr, wir hatten stark Regen die Nacht. Das hat hier geballert vom Himmel, sage ich euch. Das war fast wie Land unter. Aber es hat sich beruhigt momentan. Der Regen ist nicht mehr da, aber die Wolke ist noch da und arschkalt. Wo ich eingeschlafen bin, war es noch angenehm warm im Auto und heute früh aufwachen hatte ich Eisfüße. Boah. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich bald eine Tankstelle finde. Ich will mir erstmal einen heißen Tee gönnen zum Aufwärmen. So, hier rechts kommt ein kleines Dörfchen. Schlag mich tot, den Namen weiß ich es nicht. Vielleicht sehe ich dich auf dem Schild. Kurz vor Ulan-Ude, etwa so 40 Kilometer vor Ulan-Ude. Vielleicht kann ich es lesen. Narin Azagat. Boah, kann man kaum aussprechen. Das ist ein Zungenbrecher für mich. Übelst. Gibt das Kaffee. Kaffee Altagrana. Da oben rechts scheint ein kleiner Tazan zu sein. Ganz kleines, typisches buryatisches Dorf. Naja, mehr gibt es nicht zu sehen momentan. Aber zum Glück ist die Straße okay. So, angekommen im Ersatzteilegeschäft Sarolyom. Da werde ich mir jetzt versuchen, einen Dachgepäckträger zu holen für den Volga, damit ich diesen ganzen Spaß hier, der hier rechts liegt, aufs Dach schnallen kann. Weil dort sitzt dann Juri, absolut Anker. Mein Dachgepäckträger-Set habe ich bekommen für einen Schnäppchenpreis von 2000 Rubel. Besser geht's nicht. Und der ist universell, der passt auch am Lader und woanders. Aber jetzt kommt er auf den guten alten Volga drauf, damit die Fahrt besser geht. Ich bin angekommen bei Lukas. Lukas ist kurz Wasser holen gefahren, hat mit mir geschimpft. Ich wäre schon russifiziert. Naja, kann sein, weil ich so kurzfristig aufgetaucht bin. Ich hätte ja 2 Tage oder einen Tag vorher anrufen können, aber es war nicht so geplant, dass ich so schnell losfahre. Das hat sich alles ergeben. So, Dachgepäckträger ist montiert. Damit ich dann Platz machen kann für Juri. Muss mir noch eine Rolle Scotchband und Klebeband besorgen und dann passt das. Das ist Lukas, sein schönes Häuschen. Seine Ranch. Hier lebt Lukas in Ulan-Ude. Kurzer Rundumblick. Da ist eine Jote. Ich kann euch dann erklären, wozu. Ein Museumsvolga. Gefällt mir das gute alte Stück. Und jetzt schwenken wir nochmal zurück in Richtung großen Kamaz. Aber was es damit auf sich hat, kann er euch dann auch selbst erklären. Da steht er, der schöne blaue Kamaz von Pojechali Tour. Und jetzt werde ich warten, bis Lukas zurück ist. Und dann machen wir ein paar Clips für euch. So, hallo alle miteinander, wie versprochen. Ich bin bei Lukas zu Gast. Hallo zusammen. Und Lukas möchte euch jetzt ein bisschen was erzählen, was er euch anbieten kann. Weil bei mir waren ja auf dem Kanal Anfragen wegen Busreisen und wo man das buchen kann. Und da ist für euch Lukas der beste Ansprechpartner. Ja, wie Matthias schon gesagt hat, mein Name ist Lukas, ich bin aus der Schweiz, wohne schon seit Jahren hier, also schon seit über 8 Jahren bin ich hier in Buryatien.
Und das heißt Buryatien und nicht Buratien. Ja. Also einfach ein kleiner Seitenhieb an Matthias. Ja, prügel mich, Lukas, prügel mich. Ja. Nee, und ich bin eigentlich seit Anfang an schon im Tourismus tätig. Ich kenne die Gegend sehr gut. Ich kenne wirklich haufenweise Plätze, die selbst Einheimische nicht kennen. Und meine Spezialität ist eigentlich dahin zu fahren, wo andere nicht hinkommen. Und für das habe ich natürlich ein spezielles Fahrzeug. Das ist ja Hamas 43118. Das ist ein 6x6 äußerst geländegängiges Fahrzeug, mit dem man wirklich Touren machen kann, die schon eher nicht standardmäßig sind. Aber man erreicht natürlich durch das auch Plätze und Orte, die schwierig bis fast nicht zu erreichen sind und dementsprechend auch einmalige Eindrücke von der Landschaft oder von kulturellen Plätzen. Wir haben hier in Buryatien auf grundsätzlich engem Raum, wenn man so mit Russland vergleicht, haben wir hier alles halt so von Bergen, Baikalsee, sonstigen Seen, Flüsse, Steppen, Wälder. Es kriegt eigentlich alles, was das Herz begehrt, und es ist natürlich auch kulturell sehr interessant, halt von der Orthodoxie über Schamanismus zu Buddhismus, was auch halt eine wirklich kulturelle Vielfalt gibt und entsprechend auch entsprechende Kultplätze und Kraftplätze, die man hier besuchen kann, und die sind zum Teil wirklich schwer zu erreichen. Machen wir Besichtigung von Lukas seinem Ausfuhrwägelchen, sag ich mal. Genau. Wir dürfen mal einsteigen. Also, Hinein in die Komfortzone. genau, das ist wirklich Wow. die Komfortzone. Es sind sehr komfortable Sitze, die halt auch entsprechend verstellbar sind, mit allem, was das Reisen angenehm macht. Es hat Lautsprecher, es hat 220 Volt Stromanlage auch zum Fotoapparate und Kameras und so zum Laden. Es sind 32 Sitzplätze. Wir haben auch die Möglichkeit, Individualtouren zu machen. Das ich auch anbiete, ist, dass in der hinteren Teil hier die Sitze rauskommen. Und dann gibt es hier ein Doppelbett. Hier kommen die Sitze ebenfalls raus. Dann kommt hier eine Küche rein. Und hier kommen ebenfalls Sitze raus. Und da ist dann mein kleiner Schlafplatz, den man wegmachen kann, und mit Tisch und Stühlen, wo man dann auch drinnen essen kann. Und das ist eigentlich für Individualreisen von halt 1 bis maximal 3 Personen, wenn man hier im LKW drin übernachten will. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn man im LKW übernachtet, wir können dann wirklich an Orten übernachten, das sonst nicht möglich ist. Also da kannst du direkt am Baikalsee übernachten, wir können irgendwo auf dem Berg droben mit wunderbarer Aussicht übernachten, und das macht es natürlich sehr, sehr speziell. Ja, ich habe noch was gesehen, was du ja feines in deinem Wägelchen hast. Da vorne ein Fernseher. Genau, das ist ein Fernseher, also das ist sozusagen ein Multifunktionstool. Du musst mal Platz nehmen. Das kann man entweder Filme schauen und so, aber eigentlich ist es so gemacht, dass man eine direkte Sicht nach vorne hat. Also ich habe eine Kabine, eine Kamera, die eine Direktübertragung auf diesen Bildschirm gibt. So haben eigentlich die Leute die Sicht vom Fahrer und sehen schön nach vorne, was eigentlich auf sie zukommt. Wow, das ist gut. Das ist echt geil. Also ja. man kann hier hinten gemütlich sitzen und man kann die Fahrt von dir beobachten. Genau, Wow, genial. genau. Und das Fahrzeug ist natürlich auch entsprechend mit Heizung ausgerüstet. Das hat eine Webasto-Standheizung, es hat über den Motor eine Heizung. Also auch im Winter braucht man hier drin nicht zu frieren. Es hat Lüftung, Ventilation und alles. Also es ist sehr angenehm zu reisen. Die Sitze sind äußerst bequem. Also ich habe immer wieder sehr gute Feedbacks von den Reisenden, wie bequem das Fahrzeug eigentlich ist und vor allem halt, was das Fahrzeug kann. Und die ganz exklusive Reise ist natürlich die Reise rund um den Baikalsee rum, die man praktisch nur mit einem solchen Fahrzeug machen kann, weil es da Strecken gibt, das ist wirklich da, für jeden Offroad-Fan schlägt da das Herz höher.
Das heißt, es ist für jeden Offroad-Fan das Erlebnis pur. Ja. Und ich muss sagen, ich sitze gerade Probe auf deinen Sitzen. Sehr, sehr bequem, sehr gemütlich. Wenn ich an meine Busfahrt denke, von Chita nach Bagdarin hoch, da ist das ja wahrer Luxus. Ja, man möchte den Gästen ja auch was bieten. Guti. Genau. Gehen wir nochmal nach außen. So, ich zeige euch erstmal das Auto von außen. Drin haben wir alles gesehen. Groß und geräumig. Wie Lukas gesagt hat, 6x6. Alles, was das Herz begehrt. Und ihr könnt Touren machen, die sonst kein anderer machen kann. Wir werden euch die Telefonnummer von Lukas nochmal einblenden im Video. Ist die aktuell, Lukas? Ja. Dann geht man näher ran. Alles über die üblichen Messenger, also halt WhatsApp, Telegram, Max, Kontakt, Instagram und Facebook. So, und er nennt sich, wie ihr es hier lesen könnt, Projechali Tour. Funktioniert der QR-Code? Der QR-Code funktioniert. Gut, dann für die Zuschauer der QR-Code. Und dann müssten wir eigentlich alles erklärt und besprochen haben. Und wie gesagt, ich kann euch nur allen empfehlen, wendet euch an Lukas, er ist ja der Spezialist. Ich bin für euch die falsche Adresse. Ich plane meine Reisen nur selbst für mich spontan. Ja, wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei mir eben über die üblichen Messengers. Und dann können wir gerne eine tolle, unvergessliche Tour zusammen ausarbeiten. Und ich kann auch sonst, was Tourismus hier vor allem in der Gegend rund um den Baikalsee anbelangt, wirklich tolle Sachen und unvergessliche Sachen organisieren und anbieten. Und würde mich freuen, euch hier in Buryatien willkommen zu heißen, obwohl das Wetter heute jetzt nicht so wahnsinnig berauschend ist, aber Buryatien gilt auch als die Sonnenstube von Russland. Wir haben grundsätzlich mehr Sonnenschein als in Sochi. Und von dem her, ja, herzlich willkommen und es würde mich sehr freuen. Und auch meine liebe Hündin Stella ist immer mit von der Partie. Sehr ein zugänglicher Hund, freut sich sehr über Leute, mag Leute sehr, nicht nur zum Frühstück. Nee, sie ist wirklich immer dabei und ich habe auch Stammgäste, die immer fragen, wenn es Touren gibt, ob der Hund auch mit dabei ist, weil sie kommen nur mit, wenn der Hund mit dabei ist. Alles klar, ja, Lukas, vielen Dank. Klar, also vielen Dank und bis bald, alles Gute, tschüss. Lukas, dir vielen Dank. So, meine Reise geht weiter von UNOD Richtung Studenka zum Treffpunkt mit Juri. Ich hoffe, euch haben die Beiträge mit Lukas gefallen und dass einige Fragen wegen Reiseplanung und Reisebuchung, Busbuchung geklärt sind. Ich bin da für euch nicht der richtige Ansprechpartner, muss ich ehrlich so sagen. Lass mal das Lukas machen, der ist hier an der Basis in UNOD, der kennt sich aus, der ist in der Tourismusbranche schon lange unterwegs. Der bietet auch super Sachen an, muss ich echt sagen, gefällt mir selber. Und da seid ihr auch in besten Händen. Der hat die Connections hier, der kennt die Leute, der kennt die Plätze. Und dann ist das Kind geschaukelt, weil ich habe mit mir zu tun, mit der Elektrik, mit dem Haus, mit der Familie. Ich kann euch leider keine Touristik anbieten. Und jetzt schauen wir mal, wie meine Fahrt weitergeht. Ich werde euch noch ein bisschen mitnehmen, versuchen. Jetzt muss ich mir erstmal hier durch die halbe Dorfstraße quälen. Zurück auf die Hauptpiste und dann geht es am Baikalsee immer entlang Richtung Studenka. So, ich nehme noch ein bisschen mit. Ich bin jetzt auf der Stadtausfahrtsrichtung in Richtung Irkutsk mit Zwischenstopp Studenka, Treffpunkt mit Juri. Genießt noch ein bisschen die Aussicht, falls es möglich ist, das zu genießen. Bei dem Wetter heute, naja, ist nicht das Beste. Ich werde etwa in 5 Stunden dort ankommen. Etwa das erste Drittel der Strecke ist noch nichts vom Baikalsee zu sehen. Und dann habe ich 2 Drittel der gesamten Wegstrecke immer am Baikalsee entlang. Da werde ich für euch noch ein paar Videos drehen, auch ohne Kommentare, damit ihr die Aussicht genießen könnt.
speziell für euch. Ich bin jetzt in der Bergpassregion am Baikal. Von euch aus gesehen, wenn ihr von Irkutsk nach Lodz fahren würdet, kommt am Ende der Strecke die Bergpassregion. Sehr reizvolle Region, aber auch sehr gefährliche Straßen, vor allem im Winter. Im Winter würde ich hier nicht freiwillig langfahren wollen, muss ich ehrlich sagen. Weil es geht ja die Serpentinen hoch und runter, rechts, links, das ist nur eine absolute Show ist das. Mein Volga glücklicherweise zieht hier hoch ohne Probleme. Damals mit dem Niva hatte ich hier arge Probleme, den Berg hochzukommen mit dem Standhänger. Aber der gute alte Prometheus hier, der zieht hoch mit 2,8 Meter Hubraum. Da muss ich wieder an die lieben Worte eines ehemaligen lieben Kollegen denken. Ne, Gerd? Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Genau so ist das. Deswegen hasse ich eigentlich diese Injektormotoren, wie bei meinem Niva. Die sind einfach zu hoch gezüchtet. Hast du ordentlich Hubraum unter der Haube, dann kannst du fahren ohne Probleme. Und ich muss ehrlich sagen, ich scheiße auf den Benzinverbrauch. So schlimm ist das nicht. Mein Volga, ich habe es ausgerechnet. Auf den 1000 Kilometern knappe 9 Liter und Ölverbrauch hatte ich ca. 100 Milliliter. Was ist das? 100 Milliliter auf 1000 Kilometer. Da lache ich mich kaputt. Die Maschine ist top. Der schnurrt wie ein Kätzchen. Und das Geile an dem Auto kann ich fast alles selber machen. Natürlich brauche ich Zeit, Werkzeug und eine Garage. Und das habe ich alles nicht momentan, deswegen mussten wir vieles machen lassen. Aber die Zukunft wird sein, sobald ich eine Garage habe, wird selbst die Mechanikerliebe mit dem Auto gegeben. Punkt. Und mein Sohn wird mir helfen. Das Interesse ist da von unserem Jungen. Und da werden Papa und Sohnemann schrauben und basteln. Es gibt eigentlich, ich muss ehrlich sagen, für mich gibt es kein schöneres Hobby, außer am Auto rumzuschrauben. Und reisen, ja. Muss ich echt so sagen. Das ist meine Leidenschaft. Und da ist das gute alte Auto hier absolut perfekt dafür. Weil das ist gute, alte, dankbare Technik. Da können irgendwelche Leute rumjaulen von wegen Schrottkarre. Ist mir alles scheißegal. Für mich ist das ein Oldtimer. Das ist ein Oldtimer-Stück, was die Liebe des Mechanikers auch noch respektiert und dankbar annimmt. So sehe ich das. Und genau deswegen habe ich dieses gute alte Schätzchen gekauft. Weil die Karosserie ist in absolut spitzenmäßigem Zustand. Ich habe viel schlimmere gesehen, die in dem Zustand waren, die hätte man fast noch in die Schrottpresse geben können. Aber der hier, der so lange in der Garage stand und so wenig Kilometer gefahren hat, ist absolut spitzenmäßig. Sorry, ich musste mal die Motorbremse mit benutzen, weil hier geht steil bergab. So, das wollte ich nur noch mal ein bisschen für euch erzählen und plaudern. Warum, wieso, weshalb so ein alter Volga. Ja, und auf der Trasse, ja, ich muss es so wirklich sagen, ich kann es vergleichen mit dem richtig guten, alten, schönen Mercedes. Ja gut, er ist nicht so komfortabel. Mag sein. Er hat nicht diese vielen schönen Gimmicks. Mag sein. Aber das Fahrgefühl und der Motorklang ist einfach eine absolute Messe für mich. Deswegen liebe ich diese Technik. Da könnt ihr mir einen Toyota Hilux hinstellen, den würde ich stehen lassen, ich würde den Volga nehmen. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. So, jetzt halte ich die Fresse. Jetzt muss ich fahren. Bis später. Habe ich doch noch was vergessen. Die Idioten, hier ist Überholverbot. Meine Fresse. Die Dorfwerkstatt. SDO Malowski. Das Nachbardörfchen von Bagdarin. Liebe Grüße von mir, ihr habt gute Arbeit geleistet. Auf den 1000 Kilometern nicht ein einziges Tröpfchen Öl am Getriebe sichtbar. Und die Schaltung ist butterweich. Ist so angenehm, wie ich es eigentlich von meinem ersten Volga her nicht kenne. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber ihr habt goldene Hände, Jungs. Absolut top. Die Werkstatt in Malowski. Zweiter Punkt. Vielen herzlichen Dank an meinen ehemaligen Nathalie Wladimir für die Organisation des Termines in der Werkstatt. Das hat
mir sehr geholfen. Bin ich dir sehr dankbar und genauso auch an dich, Sasch, an meinen boratischen Freund. Und wir noch zusammen die Dichtung gewechselt haben. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir werden ein gutes Mechaniker-Team, muss ich echt sagen. Mir tut es fast schon leid, dass ich nach Hause fahren muss. Deswegen an euch alle da oben in Bac-d'Areno herzliche Grüße. So, ich versuche mal ein bisschen für euch was einzufangen. Aber es ist sehr schwierig, weil ich ständig die Bahn oder irgendwas zwischen mir und dem Baikalsee habe. Ist echt zum Kotzen. Ja. Wieder vorbei. Vielleicht habe ich noch eine Chance für euch. Mal schauen. Ich habe jetzt noch etwa 140 Kilometer bis Kyodanka und dann treffen wir uns mit Juri. Ja, ich versuche mal. Von meiner Position aus, vom Fahrrad kann ich es recht gut sehen. Ich weiß nicht, ob es ein Video wird. Ja, ist schon wieder vorbei. Ah, ärgerlich. Wie ich schon gesagt habe, es ist immer irgendwas zwischen mir und dem Baikal, dass ich es während der Fahrt nicht filmen kann. Zum Kotzen. Oh, ein Fischstück. Oh, lecker. Demnächst muss ich abpassen, da muss ich anhalten. Da gibt es den leckersten Fisch, den ihr euch vorstellen könnt. Und ich liebe Fisch. Also Ausschau halten. Am nächsten muss ich ran. Guten Tag, Kamera. Leck's mir Morsch. Ach, wird nichts mit Filmen. Ich versuche später noch mal. Vielleicht schaffe ich es doch noch irgendwann an den Baikal einzufangen aus der Straßenperspektive. Ich gebe mein Bestes. Hab noch ganz paar Kilometer bis zu Juri. Was der gerade gemacht hat, der PKW vor mir, ist auch mehr als dünnes Eis. Hier ist Überholen verboten. Naja. Man muss es aber wissen. So, ich versuche mal für euch ein bisschen die Berge einzufangen vom Baikal hier. Mal schauen, ob es klappt. Ob ihr sie sehen könnt, ganz gut. War extra langsam für euch. Ich kenne das alles schon oft gesehen, oft lang gefahren. Mit dem Baikalsee klappt es noch nicht, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. So, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen für euch den Baikal einfangen. Mehr ist mir nicht möglich. Ich brauche die Hände am Lenkrad, deswegen tut mir leid, dass ihr ein bisschen ins Auto seht im Bild. Genießt einfach die Aussicht.
Hallo alle miteinander, ich bin angekommen in Slodanka, wir haben uns mit Juri getroffen und jetzt geht die wilde Fahrt gemeinsam weiter mit Juri.